Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute habe ich ein ganz spezielles Thema für dich. Und zwar zeige ich dir, wie du Karriere in Deutschland machen kannst. Egal, ob du schon in Deutschland wohnst oder hierher ziehen möchtest, egal wie gut dein Deutsch ist und auch ganz egal, aus welchem Land du kommst, denn hier gibt es immer eine Möglichkeit. Das Video ist in mehrere Kapitel unterteilt, so dass du die für dich wichtige Information direkt finden kannst. Dennoch empfehle ich dir, das ganze Video anzuschauen, denn es gibt sicherlich Dinge, von denen du gar nicht weißt, dass es sie gibt. Und damit du nicht alles mitschreiben musst, habe ich ein PDF mit allen wichtigen Informationen und Websites erstellt, das du dir kostenlos herunterladen kannst. Den Link findest du unter dem Video. Bereit? Dann geht's los. Was du als allererstes brauchst, ist ein Traum oder ein Ziel. Stell dir vor, dass alles in Deutschland möglich ist. Was ist dein Traumberuf? Wo siehst du dich in 5 oder in 10 Jahren? Mit diesem Gedanken im Kopf kannst du beginnen, deine Karriere zu planen. Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare, damit wir uns hier gemeinsam unterstützen und neue Ideen oder Freunde finden können. Schreib auch, wenn du Fragen hast, und ich oder die Community werden versuchen, dir zu helfen. Falls du jetzt denkst, du kannst das nicht schaffen, stopp! Du kannst das schaffen. Es ist sicher nicht immer einfach und es kostet viel Zeit. Aber das ist die Zeit, in der du am meisten lernst und dich am stärksten weiterentwickelst. Also, Ärmel hoch und an die Arbeit. Je besser du dich vorbereitest und je mehr Zeit du in deine Zukunft investierst, umso besser wird deine Karriere laufen. Wir beginnen mit der Frage, wie kannst du nach Deutschland kommen, um zu arbeiten? Es kommt darauf an, aus welchem Land du kommst und welche Qualifikation du hast. Wenn du aus der EU oder einem EFTA-Staat kommst, dann kannst du ohne Erlaubnis oder ohne Visum nach Deutschland kommen und hier arbeiten, egal welchen Beruf du hast. Wenn du aus den USA, Australien, Neuseeland, Israel, Japan, Kanada oder der Republik Korea kommst, kannst du auch ohne Visum nach Deutschland einreisen und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Wenn du aus einem anderen Land kommst, dann musst du vor der Einreise ein Visum beantragen. Das kannst du bei der deutschen Botschaft in deinem Land bzw. bei deinem Konsulat machen. Achtung! Wenn du noch keine Ausbildung oder ein Studium gemacht hast, solltest du das auf jeden Fall machen, denn das brauchst du, um ein Arbeitsvisum zu erhalten. Und du willst ja bestimmt auch gutes Geld verdienen, oder? Dazu erzähle ich gleich mehr. Mach auf jeden Fall mal den Quick-Check der deutschen Bundesregierung. Dort kannst du ganz schnell herausfinden, was du brauchst, um in Deutschland arbeiten und leben zu können. Du hast schon eine Ausbildung? Was sollst du als nächstes tun? Wenn du schon eine Berufsausbildung oder ein Studium im Ausland abgeschlossen hast, dann kannst du eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, damit du in Deutschland arbeiten kannst. Wenn du in dieser Situation bist, dann ist es jetzt deine Aufgabe, einen Job zu finden. Und das geht so. Im Internet gibt es jede Menge Jobbörsen, in denen du nach freien Stellen suchen kannst. Dazu gehören zum Beispiel die Agentur für Arbeit, die Börse der Bundesregierung oder zum Beispiel Indeed. Dort findest du tausende Stellen, auf die du dich bewerben kannst. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie man eine Bewerbung schreibt. Kein Problem. Auf der Website der Arbeitsagentur findest du wichtige Informationen und Hilfe, damit du deine perfekte Bewerbung schreibst.
Es ist wichtig, dass du dir Zeit dafür nimmst und dich gut informierst, was ein Arbeitgeber von dir möchte. Und das ist auch der beste Tipp, den ich für dich habe. Wenn du dich bewirbst, geht es darum, was dein Arbeitgeber will und nicht so sehr darum, was du willst. Wenn du es schaffst, in deiner Bewerbung zu zeigen, dass du alles hast, was der Arbeitgeber sucht, dann hast du viel bessere Chancen, den Job zu bekommen. Einem Chef ist es total egal, was du mit deinem Leben machen willst und welche Träume du hast. Ein Chef sucht jemanden, der eine Arbeit macht, und zwar gut. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber that's the game. Für manche Berufe braucht man in Deutschland eine Anerkennung, zum Beispiel Ärzte, Anwälte, Lehrer oder Ingenieure. Das heißt, Deutschland prüft, ob deine Ausbildung mit dem deutschen Beruf gleichwertig ist. Über das PDF kannst du prüfen, ob dein Beruf dazugehört. Die gute Nachricht ist, für die meisten Berufe brauchst du das nicht. Wenn du schon ein abgeschlossenes Studium und einen Arbeitsvertrag bzw. eine Zusage für einen Job hast, dann kannst du eine blaue Karte EU erhalten. Dadurch ist es für dich leichter, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen. Alle Infos dazu findest du auf der Website des BAMF. Ein weiterer Tipp von mir, um deine Karriere vorwärts zu bringen, sind die Plattformen LinkedIn und Xing. Das ist im Prinzip wie Facebook, nur für Jobs und Karriere. Mach dir auf jeden Fall Profile dort und nutze die Möglichkeiten, die dir diese Portale geben. Du möchtest gerne studieren und bist unsicher, was du tun sollst? Ein Studium in Deutschland ist definitiv eine gute Investition und öffnet dir so viele Türen für eine erfolgreiche Zukunft. Und das Beste ist, es gibt keine Studiengebühren an öffentlichen Hochschulen. Ja, ein Studium ist harte Arbeit, aber es lohnt sich. Ich habe über 6 Jahre lang studiert und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es war die schönste Zeit und es war die schlimmste Zeit. Aber jetzt geht's mir gut und ich muss mir keine Sorgen mehr um meine Zukunft machen. Und das kannst du auch. Für ein Studium brauchst du eine Hochschulzugangsberechtigung, zum Beispiel das Abitur. Auch hier musst du vorher überprüfen, ob dein Abschluss in Deutschland anerkannt wird, und das kannst du beim DAAD machen. Eine wichtige Voraussetzung ist natürlich die deutsche Sprache. In der Regel brauchst du Kenntnisse auf C1-Niveau, denn im Studium sitzt du zusammen mit deutschen Muttersprachlern. Die Professoren sprechen auch auf Deutsch und die Literatur ist in der Regel auf Deutsch geschrieben. Um diese Kenntnisse nachzuweisen, brauchst du ein Zertifikat. Die bekanntesten Anbieter für Sprachprüfungen sind das Goethe-Institut, TELC, TestDaF und die DSH-Prüfung. Jetzt kommt die gute Nachricht, du musst nicht auf C1-Niveau nach Deutschland kommen, denn es gibt bei uns das sogenannte Studienkolleg. Das ist sozusagen die Deutschschule der Hochschulen, wo du intensiv auf die Deutschprüfung DSH vorbereitet wirst, damit du in Deutschland studieren kannst. Das Beste daran ist der Preis, denn im Vergleich zu privaten Schulen zahlt man an der Universität für einen Intensivkurs nur ein paar 100 Euro pro Semester. An der Universität des Saarlandes in Saarbrücken kannst du sogar auf Niveau A1 beginnen und in maximal 4 Semestern Deutsch lernen und dann direkt in dein Studium einsteigen. In Deutschland gibt es richtig viele Studiengänge. Um einen Überblick darüber zu bekommen, was du in welcher Stadt studieren kannst, empfehle ich dir die Seite studieren.de. Internationale Studieninteressierte können ihre Bewerbung bei UniAssist prüfen lassen.
Dort bekommst du auch viele wichtige Informationen rund um dein Studium. Das Studium in Deutschland ist zwar kostenlos, man bezahlt nämlich nur den Semesterbeitrag, der bei ungefähr 300 € pro Semester liegt, aber man muss ja auch etwas essen und Miete bezahlen. Die durchschnittlichen Kosten im Monat für deinen Lebensunterhalt bei uns liegen ungefähr bei 900 €. Keine Angst, es gibt in Deutschland viele Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung, zum Beispiel ein Stipendium. Außerdem gibt es bei uns das sogenannte BAföG. Das ist ein Bildungskredit des Landes, mit dem man während des Studiums oder der Ausbildung unterstützt werden kann. Natürlich kommen deine Kosten auch darauf an, in welcher Stadt du wohnst. Denn München ist zum Beispiel viel teurer als Chemnitz. Dazu aber gleich mehr. Oft höre ich die Fragen: Stimmt es, dass eine Fachhochschule schlechter ist als eine Universität? Oder muss ich an einer Universität studieren, damit ich viel Geld verdienen kann? Die Antwort lautet nein. Generell muss man gar nicht studieren, um Geld zu verdienen. Man muss einfach nur hart arbeiten, dann kann man alles schaffen. Hier ein paar Unterschiede zwischen FH und Uni. Wenn du einen Doktor machen willst, geht das normalerweise nur an der Uni. Denn eine Universität ist sehr theoretisch und wissenschaftlich orientiert. Manche Studiengänge gibt es nur an der Uni, zum Beispiel Medizin oder Jura. Denn man muss ein Staatsexamen machen und das gibt es nur an Universitäten. Mit einem Abschluss an der Fachhochschule kannst du aber natürlich auch reich werden, wenn das dein Ziel ist. Und sie hat sogar einige Vorteile für Studenten. Während in einer Vorlesung an der Universität teilweise mehrere hundert Menschen sitzen, sind die Vorlesungen an der Fachhochschule viel kleiner. Und das heißt, dass die Betreuung durch Professoren oft besser ist. Außerdem hat man je nach Studiengang mehr Praxis als an der Uni und kann sich besser auf den Beruf vorbereiten. Ein weiteres interessantes Modell ist die Berufsakademie. Dort kann man ein duales Studium machen und das heißt, dass man einen Teil studiert und den anderen Teil in einem Unternehmen arbeitet. Das Gute daran ist, dass man während dieser Zeit schon Geld verdient, denn man arbeitet ja. Allerdings ist das ein sehr, sehr intensives Studium und der Druck ist oft sehr groß, da man sehr viel zu tun hat. Mehr Informationen findest du im Wegweiser Duales Studium. Wie findest du einen Ausbildungsplatz? Die Berufsausbildung ist eine perfekte Möglichkeit, um einen Beruf zu erlernen und direkt Geld zu verdienen. Man kann damit Berufe erlernen, die es an keiner Universität gibt, die aber in Deutschland trotzdem immer gebraucht werden. Zum Beispiel Kaufmann, Koch, Gärtner oder andere handwerkliche Berufe wie Maler oder Maurer. Eine Berufsausbildung dauert im Schnitt 3 Jahre. Man arbeitet einerseits im Betrieb, aber andererseits lernt man die Theorie in der Berufsschule. Das Gute an der Ausbildung ist, dass man dafür kein Abitur braucht. Man kann sich mit einem Haupt- oder Realschulabschluss bewerben. Der Nachteil ist, dass man in den ersten Jahren nur sehr wenig Geld verdient. Nach der Ausbildung hat man dann aber zahlreiche Möglichkeiten, um Karriere zu machen. Viele machen sogar erstmal eine Ausbildung und beginnen danach ein Studium. Denn man kann bei uns die sogenannte Fachhochschulreife machen, mit der man nach der Ausbildung studieren kann. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo und wie sollst du wohnen? In Deutschland gibt es ziemlich viele Städte, die dir unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Denn es kommt nicht nur auf dein Studium oder deinen Beruf an. Wenn du in einer Stadt bist, die du gar nicht magst, dann wirst du dort wahrscheinlich auch nicht glücklich. Wenn du Großstädte magst und richtig viel erleben willst,
könnten Berlin oder Köln passend für dich sein. Wenn es dir vor allem um deine Karriere geht, sind möglicherweise Frankfurt, München oder Stuttgart dein Ding. Es gibt aber auch tolle kleinere Städte mit viel Natur, zum Beispiel Freiburg. Wenn du eine Wohnung suchst, gibt es viele Internetportale. Vielleicht möchtest du gern in einer WG wohnen, das ist eine Wohngemeinschaft, in der man mit anderen zusammenlebt und sich die Kosten teilt. Das Tolle daran ist, dass man mit Deutschen zusammenwohnen kann und die Sprache und Kultur besser kennenlernen kann. Mein Tipp: Nutze Google, um Deutschland besser kennenzulernen. Mach dir eine leckere Tasse Tee und schau dir ganz in Ruhe an, welche Städte es bei uns gibt und wo es dir am besten gefällt. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass es dort auch deinen Traumjob, Traumstudiengang oder Traumausbildungsplatz gibt. Übrigens, die teuersten Städte Deutschlands sind München, Frankfurt und Stuttgart. Zu den günstigsten gehören Magdeburg, Duisburg oder Chemnitz. Es gibt ein sehr interessantes Projekt, das Wohnen für Hilfe heißt. Studierende können bei einer älteren Person leben und im Haushalt helfen, und dafür muss man dann außer Nebenkosten keine Miete bezahlen. Brauchst du einen Deutschkurs? Wie ich schon erwähnt habe, braucht man für ein Studium in Deutschland auf jeden Fall sehr gute Deutschkenntnisse, außer man studiert auf Englisch. Ich kenne aber auch viele Ausländer, die zum Beispiel in Berlin wohnen und fast kein Deutsch können und trotzdem einen guten Job haben. Mittlerweile sprechen die Deutschen eigentlich ganz gut Englisch. Vor allem in internationalen Firmen ist Englisch sogar oft die Arbeitssprache, aber natürlich ist es immer von Vorteil, Deutsch zu können. Abgesehen vom Studienkolleg gibt es in Deutschland noch das Goethe-Institut, die Volkshochschule oder Integrationskurse der Agentur für Arbeit. Wenn du gerne kostenlos online lernen willst, dann gibt es bei der Deutschen Welle super viel Material für dich. Wie findest du Freunde und baust dir ein soziales Leben auf? Zum Abschluss noch ein Thema, das mindestens genauso wichtig ist wie deine Karriere: dein Sozialleben. Und dieses Thema ist gar nicht mal so einfach, denn wie du weißt, hat jedes Land seine eigene Kultur und in jedem Land sind die Menschen eben anders. Als Deutsche muss ich sagen, dass die Deutschen auf jeden Fall zum großen Teil sehr korrekte Menschen sind, aber nicht alle. Das ist aber in jedem Land so. Generell sind Deutsche ein bisschen weniger offen als zum Beispiel Südländer, aber das heißt nicht, dass man keine Freundschaft zu ihnen aufbauen kann. Mach dir keine Sorgen, wenn die Deutschen auf dich einen ernsteren Eindruck machen. Wenn man uns besser kennt, dann sind wir normalerweise richtig nette Menschen. Aus meiner Erfahrung als Dozentin an der Uni weiß ich, dass Deutsche oft nicht auf Fremde zugehen und ihnen ihre Freundschaft anbieten. Deshalb mein Tipp: geh du auf sie zu. Sei freundlich und offen, versuche sie besser kennenzulernen und gib nicht auf. Es gibt so viele Deutsche, die gerne mit dir befreundet wären. Du musst sie nur finden. Am besten geht das, indem du einem Verein beitrittst. Zum Beispiel Fußball oder Volleyball, Tanzen oder Ähnliches, denn dort hat man direkt ein gemeinsames Hobby. Oder lade doch mal ein paar Leute zum Essen bei dir ein und koche ein typisches Gericht aus deinem Land. So öffnest du anderen eine Türe zu deiner Kultur und hast gleichzeitig die Möglichkeit, mehr über Deutschland zu lernen. Du kannst dich auch für soziale Projekte einsetzen, zum Beispiel die Tafeln, oder unterstütze ein Seniorenheim, denn es gibt auch in Deutschland viele Menschen, die dich brauchen. Im Internet gibt es natürlich auch zahlreiche Plattformen, um Leute kennenzulernen. Zum Beispiel in Facebook-Gruppen, auf Seiten für Sprachtandems oder versuch's doch mal bei Tinder. Ja, das ist mal ein erstes Video
mit den wichtigsten Informationen, die ich finden konnte. Bestimmt habe ich noch nicht über alles gesprochen, aber wenn es noch ein Thema gibt, das ich vergessen habe, dann schreib es mir in die Kommentare, damit ich einen zweiten Teil machen kann. Ich drücke dir die Daumen bei allem, was du machst und schicke dir ganz viel positive Energie. Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst. Gib nicht auf, es ist dein Leben und nur du hast es in der Hand. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.